Servus und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es um den neuen Karrieremodus im brandneuen Microsoft Flight Simulator 2024. Das ist jetzt schon das dritte Video zu diesem Thema. Im ersten habe ich dir gezeigt, wie man die Privatpilotenlizenz macht. Im zweiten Video habe ich dir gezeigt, was notwendig ist, um die Berufspilotenlizenz zu bekommen, dass man dann auch ein paar mehrere Aufträge bekommt und ein bisschen Geld verdienen kann. Und heute schauen wir uns genau an, was wir denn eigentlich damit machen können. Also ich gehe da mal in den Karrieremodus, schauen in die Missionskarte auf der Weltkarte und suchen uns da jetzt einfach mal einen Einsatz aus. Genau, bevor ich da noch loslege, im letzten Video habe ich schon geteasert, also man braucht spezielle Spezialisierungen, um sowas fliegen zu können, die bestimmten Voraussetzungen bedürfen. Und heute werden wir uns Überführungsflug, Flightseeing und Fallschirmsprung mal anschauen. Alle anderen habe ich zwar auch schon freigeschalten, aber noch nicht als Mission auf meiner Karte, weil... Warum? Genau, das zeige ich dir. Man muss zuerst einen dieser goldenen Aufträge hier starten, um dann tatsächlich wirklich Folgeaufträge auf der Map zu bekommen. Also wenn ich mir da jetzt anschaue, manche darf ich noch gar nicht, also ist nicht verfügbar. Ich meine aber, die Luftwerbung hatte ich schon freigeschalten. Wo ist denn die Luftwerbung? Da, glaube ich. Genau, Luftwerbung könnte ich schon machen. Das ist der erste Auftrag hier zu dem Thema. Und wenn der absolviert wurde, dann poppen quasi viele andere Missionen auf, die dieses Icon haben und die sich um dieses Thema drehen. Habe ich noch nicht gemacht. Wir schauen uns heute an Überführungsflug, Flightseeing, und weil es so schön ist, hier am Meer in Barcelona, suchen wir uns dann auch gleich einen Auftrag dazu auf. Ich poppe hier mal die Liste auf, dann sehen wir auch ein bisschen, was wir verdienen würden, weil für 10 Minuten 540 Credits oder für 30.300, schauen wir mal, ob da noch mehr geht, 1430. Eigentlich würde ich wirklich gern da über Barcelona fliegen. Was haben wir denn da? Ich klicke den jetzt einfach an. Egal was wir verdienen, wir machen den jetzt. John Spence booked a flight-seeing tour with his boyfriend as a highlight of his vacation next to Barcelona. It's a popular tourist destination, so do your best. He will be devastated if he doesn't get a perfect shot. Ja, wir werden unser Bestes tun, dass er seinen Perfect Shot bekommt. Hier sehen wir dann auch noch einmal, was wir zu tun haben. Also wir sehen, etwas mehr ist schon ein bisschen aufwendiger als einfach nur bei den Prüfungen, wo wir quasi im Kreis fliegen. Wir haben da einen Start, steigen mit dem Wind ein, fliegen zu Hotel Arts, dann nach Santa Catarina, dann nach Montjuic Castle und dann steigen wir wieder mit dem Wind ein und fliegen unseren Endanflug. Das schaffen wir. Steht im vollständigen Briefing noch mehr? Nein, steht nicht. Dann würde ich sagen, Mission Accept. Angenommen. Flightseeing, Santa Catarina Market Monument from above. Wir haben da 540 Credits, kriegen wir sogar nur. Das ist ja wirklich lächerlich. Da habe ich mal echt den billigsten ausgesucht. Aber egal, wir wollen über Barcelona fliegen. Offer High Quality Sightseeing Flight to your passenger. Interessant, dass das jetzt alles Englisch ist, obwohl eigentlich alles auf Deutsch eingestellt ist. Das ist ja wirklich spannend. Weil das war vorher noch Deutsch. Wurscht, fliegen. Wie immer geht's natürlich los mit einem Walkaround. Das heißt, wir nähern uns mal unserer Maschine, machen hier die Abdeckung weg, machen hier die Abdeckung weg, wir machen die Jogs weg. Man kann hier auch noch die ganzen Sachen prüfen, aber wenn man die Tooltips nicht eingeschalten hat, kriegt man auch nicht einmal den Status, wie gut es dem geht. Finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, die Tooltips haben die wenigsten an. Die nerven mir eigentlich mehr, dass sie gut sind. Genau, und dann steigen wir ein in die Kiste. Wir drücken schnelle Antwort, um das Boarding zu starten. Das heißt, das ist kein ATC-Call, das ist jetzt quasi... Oder ich war nicht, vielleicht doch. Send my passengers. Na gut. Understood. Da poppt noch ein Auto auf. Die beiden Kollegen hier fliegen mit uns mit. Manchmal gibt es dann auch so ein bisschen Verwirrung mit dem Geschlecht und mit dem Namen. Also da sitzt dann, keine Ahnung, eine Emma im Flugzeug, aber eigentlich ist es ein Typ. Naja. Gut, das ist unser... Ui. Wir werden quasi angestarrt. Genau. Startverfahren abschließen. Ich nehme jetzt wieder die kurze Form. Ich drücke einfach wieder Engine Start. Dann drehen wir die Lichter noch auf.
Wir wollen ja halbwegs realistisch fliegen. For Da today's drücken wir scenic noch eine flight, Taste im we're Garmin, guiding den rechten. John and one of his relatives over our charming local town of Barcelona. Seatbelt fastened? Then you're all set. Captain, give it a shot. Give it a shot. Wir machen eine schnelle Antwort, um die Rollfreigabe anzufordern. Barcelona ground Cessna Oscar Echo. Echo uniform ready to taxi. North departure with Yankee. Cessna Oscar Echo. Echo uniform taxi to and hold short of Peace 06 left using taxiway Mike November Yankee 6. Contact tower on 122.8 tree when ready. Mach mal. Wir bestätigen das. Taxi to and hold short Peace 06 left via taxiway. Mike November Yankee 6 Cessna Echo uniform. Passt. Soweit, so gut. Wir lösen die Parkbremsen. Wir geben ein bisschen Stoff. Hi, Captain. I'm John. Thanks for the ride. Hi, John. Nice to meet you. I'm Javier. I'm hanging out with John for this flight. Lucky me. Javier and John. Nice to meet you. Natürlich, wer faul ist, kann hier auch diese ganzen Phasen immer überspringen, aber dann, ja, gibt es am Ende ein bisschen weniger XP und ein weniger Kohle. Es ist nicht ganz so viel weniger, aber wir wollen ja natürlich fliegen. Wir sind ja da, um zu fliegen und nicht zum Skippen. Das heißt, ich skippe da mal nix. Aber ich zeige dir dann einen Trick, um trotzdem etwas schneller ans Ziel zu kommen. Wir sind da schon ein bisschen zu flott beim Rollen. Natürlich, jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Wir haben ja unsere Berufspilotenlizenz gemacht. Das heißt, jeder weiß jetzt, dass wir es eigentlich können sollten. Wir machen dann Hold Short und Holden Short. Genau, haben wir gemacht. Wir drücken die schnelle Antwort. Starterlaubnis wird angefordert. Barcelona Tower Cessna Oscar Echo. Echo Setz die Flaps. at Peace 06 left ready for departure North departure. Trimmung wieder in den grünen Bereich, 15, 16%, sowas. Uniform QNH10, one tree north departure approved. Clear for takeoff, Peace 06 left. Passt, cleared for takeoff. Dann rollen wir, also nein, bestätigen das. Clear for takeoff. Peace 06 left Cessna Peace, Echo six. uniform. Piest. Die Piste, piest. Okay. Aber jetzt rollen wir ein bisschen. Man sieht da auch noch eine Bremsspur. Und ich nehme an, dass wir vermutlich nach rechts... Genau, wir werden nach rechts abbiegen. Schaut so aus. Betreten wir mal die Runway, die Piste. Okay. Und Vollgas, geht schon. Da haben wir natürlich jetzt deutlich mehr Platz. Aber wir bleiben trotzdem wieder in der Mitte. Ich sehe schon, ich bin weit weg von der Mitte. Die Mitte ist da. Und wir rotieren. Und heben auch schon wieder ab. Off we go. Off we go. Yes, we're leaving the ground behind. Cessna Echo uniform. Continue for north departure. Dann Flaps ab. Schnell genug. Nase kommt ein bisschen runter. Von selbst. Und wir beschleunigen. Wir geben noch schnell die Startanzeige an die Barcelona ATC. Tower Cessna Oscar Echo. Echo uniform continue for Drehung north kommt ein bisschen departure. zurück. Jetzt, wo die Flaps wieder auf 0 sind, brauchen wir nicht so viel. Und dann cruisen wir dort einfach mal vorbei. Steigen immer noch relativ. Ich trimme da mal wieder ein bisschen zurück. Ich
nehme auch wieder ein bisschen Power zurück, dass wir weniger Engine Wear haben, auch wenn das momentan noch irrelevant ist, aber ich gewöhne mich schon mal an später. Irgendwann einmal habe ich dann mein eigenes Flugzeug in meinem Unternehmen. Da muss ich dann selber Wartungsgebühren und so zahlen und auch aufpassen, dass man halt eben nicht zu sehr einen Verschleiß verursacht. Ja, man sieht schon, die Scenery, da schaut natürlich Bombe aus. Das schaut richtig gut aus. Und du siehst schon, das kann sich ein bisschen ziehen. Jetzt zeige ich dann Trick 17. Es gibt die Möglichkeit, die SIM-Rate zu erhöhen. Ich würde das empfehlen, auf einen Yoke oder irgendwohin auf Buttons zu legen. Auf jeden Fall heißt das SIM-Rate. Das kann man erhöhen und verringern. Das habe ich quasi in dem Fall auf den beiden Buttons hier. Das heißt, wenn ich dann nach rechts gehe, erhöht sich's mal von 1 auf 2 und wenn man noch einmal nach rechts geht, von 2 auf 4 und wenn man noch einmal nach rechts geht, von 4 auf 8. Da muss man dann aber schon aufpassen und nach links natürlich wieder zurück. Es gibt mehrere Stufen von der SIM-Rate. Es gibt 0,00 irgendwas, 6. Dann gibt es 0,125, 0,25, 0,5 und 1. Sprich, wenn du nicht weißt, wo du stehst, drückst du einfach ein paar Mal nach links, dann bist du bei diesen 0,0 irgendwas 6, dann drückst du 4 Mal nach rechts, bis du wieder auf 1 bist. Es gibt leider keine Anzeige im SIM, ich verstehe es bis heute nicht, die einem die SIM-Rate anzeigt. Also es gibt Add-ons und so weiter und so fort, aber diese ganzen Add-ons sind wieder in den Missionen nicht verfügbar. Also wenn wir da jetzt schauen, ich hätte an sich so ein SIM-Rate Selector Tool, aber das gibt es in den Missionen einfach nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich wirklich einfach mal alles zurückgehen, bis ich auf der langsamsten Stufe bin. Du siehst schon, also wenn ich verliere, wo ich bin und drücke wieder 4 Mal, um auf die 1 zu sein. Wenn ich mir natürlich jetzt merke, ich gehe 2-mal vor, also jetzt auf 4-fache Geschwindigkeit, kann ich mir auch merken, wieder 2-mal zurückzugehen. Aber sollte ich mir das mal vergessen, einfach komplett nach links und 4-mal wieder nach rechts. Dann ist man wieder auf 1. So, schnelle Antwort. Barcelona Tower Cessna Oscar Echo. Echo Uniform Frequency Change. Und in dem Fall zeige ich dir 1, 2, 4-fache Geschwindigkeit. Funktioniert das Ganze auch ganz gut. Ich gehe da wieder zurück, weil ich weiß, wenn wir diese Runde machen über Santa Catarina, müssen wir unter 82 Knoten fliegen. Und momentan sind wir ein bisschen flott. Das heißt, ich lasse mich da jetzt einfach mal ein bisschen abbremsen. Vermutlich werden wir auch auf diese 1200 Fuß oder sowas müssen, 1000 sogar nur. Genau, also das ist jetzt unsere Zielhöhe. Wir wollen 1000 Fuß haben und 82 Knoten. Die Höhe stellt sich gerade ein und die Geschwindigkeit baut sich langsam ab. Weil die wollen ja was sehen, wir wollen da ja nicht drüber speeden. Die wollen ja ein Flight-Seeing machen, unsere beiden Herren da. Schau wenigstens raus. So. Kommt dann auch die epische Musik. Wieder ein bisschen Stoff geben, dass wir da nicht stallen. Wir wollen natürlich schon unter 82 bleiben, aber natürlich jetzt auch nicht krass unter 70 oder sowas. Genau, da kann man jetzt geschmeidig einfach durchbummeln und sich da die Gegend anschauen. Es ist wirklich sehr schön. Ich sehe schon, ich verpasse die Kurve. Aber das ist halb so wild und wir sind sehr langsam. Ich gebe ein bisschen Stoff. Schön ist da. Es ist so schön. La Sagrada Familia. I feel like I can see forever.
Dann haben wir die Runde auch gleich geschafft, dann geht's weiter zum nächsten Ort. It's like a movie or something. It's like a movie or something. Hotel Arts. There it is. This is the hotel. Wo? Zeig. Ah, da vorne. Okay, dann machen wir da vorne auch noch eine Runde. Brauche ich gar nicht einmal so viel Gas geben, vielleicht ein bisschen, nur dass wir ein bisschen schneller werden. Normal ist die Distanz immer ein bisschen weiter. Wir wollen ja immer noch unter 82 bleiben. Oder müssen. Wir wollen ja viele Punkte haben. Was ist an diesem Hotel so besonders? Das Spannende ist auch diese Sightseeing Missions in Österreich, wenn man da wirklich in Wiener Neustadt startet. Naja, dann fliegt man halt manchmal wirklich über Gegenden, die klingen so, als wäre es total episch, aber dann steht dort genau ein Hütterl oder ist dort ein See. Also das ist dann nicht so aufregend wie hier in Barcelona, wo man tatsächlich eine Aussicht hat. Da macht es vielleicht dann doch eher Sinn, seine Karriere in Lucca oder irgendwo in schönen Destinationen zu starten, dass man halt immer die geile Optik hat. Und nicht plötzlich irgendwo über Gensendorf herumfliegt und dann ist dort eigentlich nichts. Es tut sich so von den Dialogen, als wäre dort was, aber wenn man dann aus dem Fenster schaut, ist da einfach nichts. Vermutlich, weil diese Missions einfach generiert werden an bestimmten Orten auf der Welt und da manchmal wirklich eigentlich dann gar kein Sightseeing ist. Da ist nichts. Gibt echt spannendere Gegenden, so wie die hier zum Beispiel. Das schaut ja richtig gut aus. Wir sind viel zu flott. Ich habe mich gerade echt verplaudert. Da mal ein bisschen die Nase hochziehen. Dann bauen wir ein bisschen Speed ab, aber ich fürchte, die Runde sind wir zu lang schon zu schnell geflogen. Das wird ein bisschen an Punkte abzugeben. Ja, genau. Chill. So besonders ist dieses Hotel ja nicht. Na gut. Dann fliegen wir dorthin. Ich gebe wieder ein bisschen mehr Gas. Ich erhöhe die Simrate auf 4, also 2 und 4. Und dann düsen wir dorthin. Und fahre wieder zurück. Nehme wieder Stoff raus. Ziehe die Nase ein bisschen hoch. Ah, dann müssen wir auf 1600 Fuß sogar. Dann gebe ich wieder ein bisschen Throttle. Und dann lassen wir uns da hochziehen. Und schauen auch gleich, dass wir bei unter 82 ankommen, so wie jetzt. Schon wieder zu schnell. Ja, da muss ich sagen, bin ich von der Scenery wirklich ein bisschen abgelenkt, weil da schaut's gut aus. Ich schaue gerade auch mehr raus als wie auf die Instrumente. Es schaut wirklich gut aus. Viel zu flott. Durch das es nichts zum Verdienen gibt, werden wir wahrscheinlich am Ende noch weniger verdienen. Ja, chill. Next time. So, und dann geht's zurück zum Anflug. Zum Endanflug. Das sind dann auch wieder gute 2,8 Meilen. Die werden wir auch wieder ein bisschen vorspulen. Einmal und Simrate mal 4. Und einmal gehe ich noch höher, das ist dann ganz flott und wieder 3-mal Retour, um auf Original zu kommen. You've been kind of quiet for a while. Are you okay? I'm just soaking all of it in. Totally. Und wenn ich mich richtig erinnere, steigen wir jetzt mit dem Wind ein, um dann so zu landen. Also einmal vorfliegen und dann wieder umdrehen. Müsste eigentlich so sein.
Schnelle Antwort drücken, um die vollständige Landung anzukündigen. Das ist ein großer Flughafen. Barcelona Tower, Cessna Oscar Echo. Echo Uniform is 4 Mail N Northeast 4 1,100 Mail feet N. with Yankee Landung. Cessna Oscar Echo. Echo Uniform Barcelona Tower. QNH 101 tree fly. Right downwind Peace 06 left. Right downwind. Mach mal. Schnelle Antwort drücken und Make ich right erhöhe die downwind Peace SIM-Rate mal auf 06 left Cessna Echo Uniform. 8, um da ein bisschen anzugasen. Und 1, 2, 3 wieder Retour auf Originalgeschwindigkeit. Ich pack mal die Flaps raus in der ersten Stufe. Weil wir landen da ja jetzt schon wieder, genau. Wir wollen ja nicht schon wieder hot and high ankommen. Da geht schon noch eine Flap-Stufe mehr. Cessna Echo Uniform wind calm. Cleared land on Peace 06 left. Sehr gut. Und volle Flap-Stufe. Ich gebe da wieder ein bisschen Stoff. Wir kommen schon langsam wieder an eine sehr kritische Geschwindigkeit. Ja, es schaut echt gut aus hier, muss ich sagen. Cleared Landung Peace 06 left Cessna Echo Uniform. Cleared Landung. Na, da sind wir jetzt geschmeidig unterwegs. Da halt chillig, langsam, stable. 500. Und runter geht's da mit uns. Ich nehme Power raus, damit wir nicht zu schnell werden. 800 Vertical Speed. Das ist fast ein bisschen viel. Ja, Power weg, Nase ein bisschen hoch und das war ja Butter. Leider wieder mit einem Bounce, aber mit der Cessna muss ich noch ein bisschen üben. Cessna Echo Uniform, turn next taxiway. Passt, Flaps wieder ab. Und nach rechts, ein bisschen bremsen. Cessna Echo Uniform, Und contact Hold Shot. ground on 122.2 tree. Contact Ground, wir fordern das Rollen zur Parkposition an. Barcelona ground Cessna Oscar Echo. Echo Uniform, request taxi to parking. Cessna Oscar back, Echo. guys. Echo So, John, did you uniform enjoy? taxi. Ready to do it Gate again? 165 via taxiway. Echo 6, Echo 5, Echo. For Echo Tree, Juliet 5. Thanks, Captain. Ja, ihr schaut so aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist die schnelle Antworttaste schon wieder weg. Die hat doch gerade noch funktioniert. Hat sich das jetzt umgestellt? Nein. Schnelle Antwort. Wieso machst du es dann Cessna nicht? Echo Uniform, acknowledge last transmission. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ist es jetzt kaputt? Taxi
Ja, super. Ich glaube, das war gerade auch gar nicht gewollt. Da hat sich eine ATC aufgehängt, die jetzt dann rot wurde. Ich hätte es ja probiert. Der Wille war da. Na gut, dann rollen wir zur Parkposition. Natürlich klappt es die Sim-Rate auch am Boden, also 1, 2 und dann rollt man halt am Boden ein bisschen flotter. Man muss halt einfach aufpassen, dass man die Rollgeschwindigkeit nicht überschreitet und dass man es nicht übertreibt, so wie ich jetzt. Wow, okay. Wir sollten da mal schleunigst ein bisschen bremsen. Ich habe so das Gefühl, wir sind zu schnell. So, genau. Also ich habe da jetzt schwer eine extra Runde gemacht, weil ich natürlich vergessen habe, den Schub jetzt wegzugeben während dem Bremsen und dann hat er quasi eigentlich so gut wie keine Bremsleistung gezeigt. 1, 2, mit der Sim-Rate ein bisschen schneller hin. 1, 2 wieder Retour, wir sind wieder auf Originalgeschwindigkeit und lassen uns da jetzt auf chillig ausrollen. Und wir bleiben stehen. Parkposition erreicht. Yes, it's always satisfying. Passt, Triebwerkstopp. Ich ziehe wieder den Mixture. Das Ding stirbt wegen ohne Fuel und geht schon. Missionserfolg. Sagen wir, der Flugruhe 100%, obwohl wir mit 7-Rate geflogen sind und es halt doch ein bisschen herumgeeiert hat. Qualität des Sightseeing tue ja gut, das war, weil ich doch ein bisschen schneller geflogen bin in mancher Runde. Und wir haben eine verpasste ATC-Übertragung, die ich eigentlich nicht fair finde, weil ich hätte es ja probiert, aber es ging nicht. Ja, aber es hat für A gereicht. Dann würde ich sagen, das war eine erfolgreiche Mission. Wir bekommen da jetzt so gut wie nichts, 570 Credits. Solange wir nämlich kein eigenes Unternehmen haben, haben wir quasi eine Arbeitgeberprovision, die wir wieder abgeben müssen. Am Ende bleibt nicht viel für uns über. Genau, Reputationsbonus haben wir noch 30 Credits, das heißt, da bewegt sich jetzt ein bisschen was nach vor, weil es doch eigentlich recht angenehm war. Für die Passagiere. Weiter, genau, wir haben Stufenfortschritt, ging noch ein paar XP. Und wir sind eigentlich dann ready für den nächsten Einsatz. Und ich würde sagen, den nächsten Einsatz schauen wir uns im nächsten Video an. Du kannst gerne dranbleiben, es würde mich extrem freuen, wenn ich dich gleich wiedersehe. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba! Gerne auch noch mit diesem Video oder dieser Playlist weiterschauen.